Ein 75-jähriger Mann in einer ausgeblichenen Dennenjack traten ein Schussleine, die für Soldaten gebaut worden war, die halb so alt waren wie er. Und ein Feldwebel mit 20 Jahren, Dienst lag ihm direkt ins Gesicht. Sagte, Herr, das hier ist kein Jahrmarkt. Die Ziel hat heute jeden Schutzen hier besieht. Der alte Mann widersprach nicht. Klart sich nicht. Hob einfach das Gier, beruhigte seinen Atem und schickte mit einem einzigen Schuss ein Kugel den Schießstand hinunter, die ein sich mit 50 Kilometers per Hour bewegen Ziel sauber durch des Sen mit traf. Die gesamte Mensch von 400 Menschen verstummt schlagartig. Kein Flüstern, kein Atemzug. Wenn du glaubst, das war es können niemals verblast, kommenti jetzt ein Schuss den dies Geschichte wird veranden, wie du über die stillen Menschen denkst, die hinten in jedem Raum stehen. Sein Name war und seit den vergangenen 11 Jahren war nichts weiter als der alte Mann, der all einem End der Heidkampfstraße lebte, in einer Kleinstadt südlich von. Das Haus war nicht viel wert. Abladen weißfarbe, ein Fliegengitter, die ganz Zuging, und ein Veranda, auf der Ernst die meisten seine Morgen in einem Metallstuhl verbracht, mit einer Tasse schwarzen Kaffees, der kalt geworden war, bever daran dacht, zu trinken. Sein Nachbarn kannten als ruhigen Mann, hoffentlich, der immer nickte, wenn jemanden vorbeifahren sah, aber nicht der Typ, der ein Gespräch anfing. Einige der jüngeren Familien in der Straße nebenan, sei einfach ein weiterer Rentner, der für sich blieb, weil nicht mehr viel zu sagen hat. Sie wussten nicht, wo gewesen war. Sie wussten nicht, was getan hat, und ernst sollte es ihnen nahe, denn in seinem Verstand waren die Dinge, die in seinem Leben am meisten sollten, keine Dinge, über die man bei Straßenfesten oder über den Gartenzaun sprach. Es waren Dinge, die in der Still zwischen den Herzschlagen lebten, im Gewicht eines Gewehrkalbens, der in die Schulter gedrückt wird, im Klang der Stimme eines Sprachers, die durch einen Kopfhörer kam, in einer Sprache, die meisten Zivilisten in ihrem gesamten Leben nie zu hören bekommen würden. Ernst Jagger war Scharfschütz gewesen, nicht die Art, die man in Filmen sieht, wo Männer mit Tarnfarbe im Gesicht geistreich einseilerlei fern, bever sie abdrucken. Ernst war das echte. Hat 31 Jahre in der Bundeswehr gedient, begann als Infanterist im Alter von 18 Jahren und stieg durch die Range auf, bis einer der meistdekorierten Präzisionsschützen auf lange Distanz in der Geschichte der Welt. Seine Karriere hat an Ort geführt, die bis heute auf keiner offiziellen Karte erscheinen. Hat in den Dschungeln des ehemaligen Jugoslawiens operiert. Hat 46 Stunden lang reglos auf einem Dach in gelegen und auf ein Seitfenster gewartet, das weniger als 2 Sekunden dauert. Hat eine Generation von Scharfschützen in Daraus gebildet, wo sein Rekord für einen Ersttreffer auf 1,100 Meter fast 2 Jahrzehnte lang ungebrochen blieb. Doch als Ernst 2009 in den Rufstand ging, packte all das in ein Fußgast auf seinem Dachboden, hängte sein Gala Uniform in einen Schrank hinter einem Wintermantel, den niemand je trug, und schloss die Tür. Sprach nie wieder darüber. Nicht zu seinen Nachbarn, nicht zur Kassiererin im Supermarkt, nicht einmal zu seinen eigenen Enkeln, die glaubten, ihr Großvater habe irgendeine Art von Schreibtischjob bei der Regierung gehabt. Ernst glaubte, dass die Männer, die am lautesten über den Krieg redeten, in der Regel diejenigen waren, die am wenigsten davon gesehen hatten. Hat genig gesehen, und die still, die trug, war nicht leer. Sie war voll. Der Tag, an dem sich als veranderte, begann an einem Samstagmorgen Ende Oktober, als die Herbstluft gerade zu beißen begonnen hat und die Baum entlang der Straße nach in Orange und Gold erglühten. Die Kaserne waren stoltit ihren Jallichen ein weitläufig waren Stoltung, die darauf ausgelegt war, Zivilisten und Militärfamilien für Vorführungen, Ausstellungen
und Demonstrationen zusammenzubringen. Es gab städtische Ausstellungen von Pansen und Hubschrauben. Es gab Hindernisparkes für Kinder. Es gab Stand, die Broschüren über Einstellungen und Veteranenleistungen verteilten. Und auf dem östlichen Feld, direkt hinter dem Fahrzeugpark und hinter einer Reihe von Betonbarrieren, befand sich das Höchststück der gesamten Veranstaltung, die Übung war von der Baldungseinheit, der Kaserne als schaffendste moderne militärische Präzision konzipiert worden. Ein Silhouette war auf einem motorisierten Schienensystem montiert, das SIE über ein 270 Meter Kursstrecke mit variablen Geschwindigkeiten trug und dabei die Richtung in zufälligen Intervallen ändert. Das Ziel war etwa in der Größe eines menschlichen Torsos, leuchtend orange auf einem Hintergrund aus brauner Erde, und es bewegt sich in Schüben, 3 Sekunden nach links, dann ein plötzlicher Stopp, dann 5 Sekunden nach rechts mit einer anderen Geschwindigkeit, dann ein Ruck. Das Schienensystem wird von einem Computer gestuert, der das Muster auf 30 Sekunden neu randomisiert, so dass es praktisch unmöglich war, vorherzusagen, wo sich das Ziel zu einem bestimmten Zeitpunkt befinden wird. Es sollte das Chaos eines echten Kampfeinsatzes simulieren, bei dem nichts stillhält, nichts sich so bewegt, wie man es erwartet, und das Fenster für einen sauberen Schuss in Sekundenbruchteilen gemessen wird. Ein groß digital Anzeigetafel war neben der Schießposition aufgestellt worden und zeigte den Namen und das Ergebnis jedes Schützen in Echtzeit für die Mensch, die sich hinter einem abgesperrten Zuschauerbereich versammelt hat. Als die Veranstaltung in vollem Gange war, hatten 43 aktive Soldaten die Schusslinie betreten. Das waren keine Amateur. Das waren Männer und Frauen aus einigen der besten Kampfeinheiten der Bundeswehr Infanteristen und Schützen, die 5 Tage die Watch mit Gewehren trainierten. Und doch traten sie eine nach dem anderen, schossen und verfehlten das Ziel. Ein Stabsfeldwebel aus dem kam dem Ziel am nächsten, streifte die Kante der Silhouette mit seinem Wirten, Schuss und schickte einen Funken vom Stall, der einen Jubel aus der Mensch entlockt. Aber ein Streifen war kein Treffer. Die Anzeigetafel blieb ein wandroter Exzess. Der Moderator der Veranstaltung, ein Hauptmann für Öffentlichkeitsarbeit namens das sein Bestes, die Stimmung hochzuhalten. Hat ein drahtloses Mikrofon und ein Stimme, die gut trug, und machte immer wieder Witze darüber, dass das Ziel offensichtlich sein Leben lauf und dass die Baldungseinheit etwas Gebot habe, das sogar sie selbst nicht treffen konnten. Die Mensch lacht. Die Soldaten schüttelten die Köpfe, und die Übung ging weiter. Schütze nach Schütze, Fellschuss nach Fellschuss, die Stahlen Silhouette tanzte unberührt über die Skien. Ernst war zu der Veranstaltung gekommen, weil sein Schwiegertochter darauf bestanden hat. Sie war in der Familienbetreuungsgruppe auf der Kaserne tätig und hat wochenlang bei der Organisation des Gemeinschaftsstages mitgeholfen. Sie hat Ernst in jenem Morgen dreimal angerufen, sicherzustellen, dass kommen wird. Und Ernst, der zu Karen Nein sagen konnte, weil sie auf ein Weise an sein verstorben Frau erinnert, die seinem Hasen hat, hat schließlich sein Stiefel angezogen, sich in seinen alten Ford Pickup gesetzt und die 20 Kilometer zur Kaserne gefahren. Hat die Veranstaltung still durchstreift, hat bei einem angehalten, der neue war als, was selbst obedient hat, einigen Soldaten zugenickt, die ihm keinen zweiten Blick schenkten, und schließlich seinen Weg zum Zuschauerbereich der Schießübung gefunden. Stand nahe am hinteren End, hinter Familien, jüngeren Veteranen und Gruppen von Teenagern, die Fellschuss auf ihren Handys filmten und jedes Mal lachten, wenn die Anzeigetafel ein weiteres rotes X aufblinkt. Ernst beobachtet mit der Geduld eines Mannes, der ganz Wochen damit verbracht hat, zu beobachten und zu warten. Studiert das Ziel nicht beiläufig, wie die Zuschauer in Hiram, die Säten und Rieten und beim Klang jedes Schusses zusammensackten.
Ernst beobachtet auf die Art, wie trainiert werden war, zu beobachten. Sein Organ verfolgten die Bewegung der Silhouette in Segmenten, katalogisierten Geschwindigkeit, Entfernung, Timing und den mechanischen Rhythmus des Schienensystems unter dem randomisierten Muster. Bemerkt Dinge, die sonst niemand in der Mensch gesehen hat, die legte Verlangsamung vor jedem Richtungswechsel, ein Bruchteil einer Sekunde, in der das Ziel weder nach links noch nach rechts ging, sondern in einem Zustand mechanischer Unentschlossenheit hing. Den kaum war nembren Ruckler im Motor am Ende der Strecke, wo die Schiene umkehrt und das Ziel via leicht 2 Zentelsekunden pausiert, bevor es in die andere Richtung beschleunigte. Für all anderen war das Ziel reins Chaos. Für Ernst war es ein Problem mit einer Lösung, und die Lösung war geduld, Timing und ein Abzugstrucken von solcher Precision, dass das Geschoss den Lauf in jenem Moment verließ, in dem das Universum sich ausrichtet. Hat nicht geplant, etwas zu sagen. Hat keine Absicht, und die ist Schussleine zu treten. War zufrieden damit, zu schauen, die Fähigkeit der Jungen Soldaten zu würdigen, die ihr Bestes gaben, und nach Haus zu gehen, wenn Karen mit ihren Pflichten fertig war. Aber dann geschah etwas, das seinen Entschluss ändert. Ein junger Soldat, kaum 20 Jahre alt, mit dem Abzeichen auf der Schulter, trat in die Schießposition und würfelt auf 5 seiner zugeteilten Schuss. Als der Soldat mit angespanntem Gesicht vor Frustration zur Mensch zurückging, fingen seine Kameraden an, aufzusehen, gutmütig, wie Soldaten immer miteinander umgehen. Aber einer von ihnen sagte etwas, das anders in Ernsts Ohren landet, das Ziel ist unmöglich, Alter. Kein Mensch im Leben konnte das Ding in Bewegung treffen. Das ist einfach Physik. Ernst hat dieses Wort. Unmöglich. Und agent tief in der stillen Architektur seiner Disziplin verschob sich etwas. Keiner Wort, kein Stolz etwas Altes und Grundlegendaries, ein Weigerung, dieses Wort zu akzeptieren. Denn Ernst Jagger hat sein gesamtes Erwachsenenleben damit verbracht, Dinge zu tun, die andere Menschen unmöglich nannten, und hat es so still getan, dass die Welt einfach vergessen hat, dass existiert. Bewegt sich durch die Mensch langsam, so wie alte Männer es tun, wenn eine nicht mehr so funktionieren wie früher, aber ihr Geist bereits 3 Schritt voraus ist. Erreicht die Abspurlane und wartet auf ein Pause in der Action. Hauptmann Wenzel war gerade dabei, den nächsten Freiwilligen auszurufen, als Ernst die Hand hob. Nicht hoch, nicht dramatisch, nur ein bewitterte Hand, die auf etwas schulterhoch gehoben wird. So wie ein Mann bei einer Auction bietet, wenn genau weiß, was etwas wird ist, und es nicht hinausschreien muss. Hauptmann Wenzel sah und hielt ihn. Das Mikrofon nistet. Mein Herr, melden Sie sich freiwillig. Ernst nickte einmal. Ein Welle ging durch die Mensch. Ein paar Leute lächelten. Ein Teenager nahe der vorderen Reihe stupste seinen Freunden und flüstert etwas, worüber beide grinsend lachten. Ein Stabsfeldwebel in der Nähe der Schusslinie, ein breitschultriger Mann namens, der die Übung den ganzen Morgen über geleitet hat, kam mit einem Gesichtsausdruck herüber, der zugleichen Teilen Besorgnis und Belustigung war. Mein Herr, ich schätze die Begeisterung, aber das ist ein scharfes Schießen. Haben Sie schon einmal ein Gier gehandhabt? Ernst so Feldwebel reiter mit Organen, die Dinge gesehen hatten, die kein Schießstand je replizieren konnte. Das ein oder andere Mal, sagte Reiter so gut. Die war etwas in der Stimme des alten Mannes, das nicht zu seinem Äußeren passt. Die Wort waren ließ, fast bescheiden, aber sie trugen ein Gewicht, das Reiter nicht ganz einordnen konnte. Das Protokoll verlangte, dass jeder zivile Teilnehmer einen Haftungsausschluss unterzeichnet und grundlegend Schusswaffensicherheit demonstriert, bevor die Schusslinie betreten dürfte.
Ernst unterzeichnet den Haftungsausschluss mit einer Hand, die nicht zitterte. Als Reiter ihm das Standardmassage des vorherigen Schutzen verwendet hatten, reichte, nahm Ernst es mit einer Vertrautheit entgegen, die für jeden, der wusste, worauf zu achten hat, sofort offensichtlich war. Hantiert nicht ungeschickt mit dem Leitgeber. Fragte nicht, wo die Sicherung war. Überprüft die Kammer mit einer Bewegung, die so flüssig und automatisch war, dass es außer, als erinnere sich sein Körper an etwas, das sein Geist nie vergessen hat. Schulter die Wef mit dem Kolben, der perfekt in der Tasche seiner rechten Schulter saß, die linke Hand, die den Handschutz hielt, mit Fingern, die ihre Position fanden, wie die Finger eines Pianisten die Tassen finden. Reiter beobachtete dies und spürte, wie sich etwas in seinem Hinterkopf veränderte. War sein ganzes Leben lang von Schützen umgeben gewesen. Kannte den Unterschied zwischen einem Mann, der gelernt hat zu schießen, und einem Mann, der zum Schießen geboren worden war. Dieser alte Mann in der ausgeblichen Jack handhabte dieses Geur, als wäre es ein Verlandering seines Skeletts. Die Mensch war von belustigt zu neugierig gewechselt. Hauptmann Wenzel, der den Moment spürt, spielte aus, meine Damen und Herren, wir haben einen mutigen Freiwilligen von der zivilen Seite. Geben wir ihm ein paar aufmunternd Wort. Es gab very selten Applaus, etwas davon echt, das meiste davon herablassend. Ernst hat nichts davon. Hat bereits einen Raum in sich selbst betreten, denn seit Jahren nicht mehr besucht hat einen stillen Raum hinter seinen Augen, in dem, nur noch die Waffe in seinen Händen, das Ziel in der Fern und die Mathematik von Wind, Geschwindigkeit, Entfernung und Zeit existierten. Der Rest der Welt die Mensch, die Anxiety das Lachen, das Murmeln, all das Verblus zu nichts. War wieder da. Nicht in Augustdorf im Oktober 2024. War überall, wo gewesen war. Jed's Tag, jede Stellung, jede Position, und der ein einziger Schuss zahlen musst, weil es keines weiter Chance geben wird. Der Schießstandleiter rief die Leine heiß. Das computergestuerte Schienensystem summte zum Leben, und die orangefarbene Silhouette begann ihren unbeherrschbaren Tanz über die 270 Meter Strecke. Links, rechts, Pause, wieder links. Schnell, langsam, ruck. Die Mensch beobachtet ernst und erwartet, dass sofort abführen wird, wie jeder an die Schütze vor ihm. Aber ernst führt nicht. Stand reglos, das Gür geschaltet, die Wange und den Schaft geschweißt, sein Rex Orge und den Kimme gespürt. 5 Sekunden Vergingen, dann 10. Das Ziel bewegt sich nach links, dann nach rechts, pausiert für einen Atemzug und bewegt sich wieder nach links. Ernsts Finger ruht im Abzugsbügel, nicht im Abzug selbst. Wartet. 15 Sekunden. Die Mensch begann zu murmeln. Jemand im hinteren Bereich sagte, ist eingefroren. Der Teenager lacht nervös. Feldwebel Reiter machte einen halben Schritt nach vorn, bereit, nach dem alten Mann zu sehen, als Ernsts Körper eine Bewegung machte, die so klein war, dass die meisten Zuschauenden sie gar nicht bemerkt hatten. Sein Finger glitt vom Abzugsbügel zum Abzug. Sein Atem, der langsam und gleichmäßig gewesen war, pausiert am Ende eines Ausatmens. Und in dem Raum zwischen einem Herzschlag und dem nächsten, in diesem unmöglichen Bruchteil der Zeit, in dem das Ziel das in der Skin erreicht und für 2 Zentelsekunden schwebte, beweist die Richtung umkehrt, drückt Ernst Jagger den Abzug. Der Null des Geus spaltet die Herbstluft wie ein Donnerschlag. 270 Meter entfernt erschaut die orangefarbene Stahlsilhouette gewaltsam auf ihrer Skin, ein sauberes Loch, das tot in der mit durch ihr Maske gestand worden war. Das Geräusch der auf Stahl treffenden Kugel holte ein halbe Sekund nach dem Schuss über das Feld ein scharfes metallisches Klirren, das wie ein geschlagen Glock über die Mensch trug.
Dan still. Vollständig, absolut, desorientieren still. 400 Menschen standen in der Oktoberzahn und keiner von ihnen machte einen Laut. Die digitale Anzeigetafel flackert und aktualisiert sich. Wo 43 rot XS ein ungebrochen Soll des Scheitens gebildet hatten, aus jenem unteren End ein einzelnes Grunds Hackchen neben dem auf dem Haftungsausschluss eingetragenen Namen. Die still dauert 4 Sekunden. Es fühlte sich wie ein Stunden. Dan brach sie. Nicht mit einem Jubel, nicht mit Applaus, sondern mit einer einzigen Stimme irgendwo in der Mensch. Ein junger Soldat, derselbe, der gesagt hat, das Ziel sei unmöglich, sprach kaum über einem Flüstern. Aber in der Stillhort Jeddah. Was so hol ist gerade passiert. Feldwebel Reiter war der Erste, der sich bewegt. Trat vor und so ernsten, und diesmal war keine Belustigung mehr in seinem Gesichtsausdruck. Es war Erkenntnis die Art von Erkenntnis, die entsteht, wenn ein Soldat in einem anderen Mann etwas sieht, das nur in Geschichten gelesen oder gehört hat, die von älteren Generationen weitergegeben wurden. Mein Herr, sagte Reiter langsam, wer sind sie? Ernst senkte das Gür und reichte es mit derselben Sorgfalt zurück, mit der es genommen hat. Niemand Besonderes, sagte Nur ein alter Mann, der Glück hat. Aber mit Glück hat das, was gerade passiert war, nicht zu tun, und jeder auf diesem Feld wusste es. Der Schuss, den Ernst gemacht hat, war kein Glücksschuss. Es war ein chirurgischer Treffer, ausgeführt mit einem Präzisions- und Timinggrad, der weit über Talent hinausging und in den Bereich Jahrzehntelangen unerbittlichen Trainings reichte. Ein solcher Schuss kommt nicht von einem Mann, der ein oder zweimal ein Gür aufgehoben hat. Kommt von einem Mann, der tausend von Stunden hinter einem Zielfernrohr verbracht hat, der 10.000 von Schuss abgeführt hat, der gelernt hat, Wind, Entfernung und Bewegung zu lesen, wie die meisten Menschen Wörter auf einer Seite lesen. Hauptmann Wenzel erholt sich schneller als die meisten. Hat in der Öffentlichkeitsarbeit lange genug gearbeitet, ein Geschicht zu erkennen, wenn es ihm in den Schoss fiel. Hört sich ernst behutsam, das Mikrofon gesenkt, und fragte Lies, mein Herr, haben sie gedient? Ernst so einen langen Momenten. Dan sagte 1971 bis 2002, als in den Rufstand versetzt. Wenzel blinzelt. 31 Jahre. Stabsfeld Wiebel. 10, Panzerdivision. Stand vor einem Mann, der wahrscheinlich mehr Zeit in Uniform gedient hat, als die meisten Soldaten bei dieser Veranstaltung am Leben wären. Was war diens Verhältnis, fragte Wenzel, bereits die Antwort kennend, aber sie hören müssen. Ernst zögert, so wie immer zögert, bevor etwas sagte, das seit langer Zeit nicht mehr laut ausgesprochen hat. Ich begann als Infanterist, aber ich verbracht den Großteil meiner Karriere in der für die letzten 8 Jahre vor meiner Pensionierung. Scharfschützenabteilung. Ich war der leitende Ausbilder und der die Information bewegt sich durch die Mensch wie ein Welle. Soldaten wanten sich an die Soldaten. Handys kamen heraus. Jemand suchte bereits Ernsts Namen, und was erfand, ließ ihn erstarren. Stabsfeld Wiebel Ernst Jagger war nicht nur ein Scharfschütz. War ein Legend. Sein Name schien in Lehrhandbüchern, die bis Hüten der Scharfschützenschule verwendet wurden. Hielt den Rekord für den längsten bestätigten Ersttreffer während der Operation in. Hat das zwei und das erhalten. Hat mehr Kampfscharfschützen ausgebildet als jeder andere Ausbilder in der Geschichte der Schule, und hat all das so still getan, so weit entfernt von der Öffentlichkeit, dass einfach eines Zivileben verschwunden war wie ein Stein, der in Stills war sofort. Feldwebel Reiter stand stramm.
Es war keine bewusste Entscheidung. Sein Körper tat es, bever sein Verstand aufgeholt hat. So wie der Körper einst Soldaten auf die Anwesenheit von Rang, Geschichte und Opfer reagiert. An die Soldaten folgten. Einer nach dem anderen richteten Männer und Frauen in Uniform über das Feld hinweg ihr Wirbelsäule auf und strafften ihr Schultern, nicht weil jemand einen Befehl gegeben hat, sondern weil manche Dinge keinen Befehl erfordern. Manche Dinge wurden einfach geschuldet. Der Young Soldat, der das Ziel unmöglich genannt hat, ging durch die Mensch nach vorn, bis war ernst stand. Sein Name war 21 Jahre alt und hat sich der angeschlossen, weil sein Vater ihm Geschichten über die Männer erzählt hat, die in dieser Division gedient hatten, Geschichten über Soldaten, die Dinge tun konnten, die jenseits menschlicher Fähigkeit zu leiden schienen. Torres so ernsten und verstand zum ersten Mal, dass dies Geschichten wahr waren. Herr Stabsfeld-Wiebel, sagte Torres, seine Stimme leicht brechend. Es tat mir leid. Ich habe gesagt, es sei unmöglich. Ernst so den Jungen Soldaten mit einem Gesichtsausdrucken, der keine Ziel, keine Überlegenheit, kein Bedürfnis nach Entschuldigung enthielt. Sie haben das noch nicht lange genug gemacht, zu wissen, was unmöglich ist, sagte er. Schießen Sie weiter. Lernen Sie weiter. Das Ziel ist nicht der Feind. Zweifel ist es. Torres nickte. Traut sich nicht zu sprechen. Trat zurück in die Mensch, und später in jener Nacht wurde seinem Zimmerkameraden in der Kaserne erzählen, dass an jenem Tag einem Mann begegnet war, der verandet hat, wie überall dacht nicht weil der Mann ein Ried gehalten oder ein Großlection erzählt hat, sondern weil der Mann ein einzig Sech gegeben hat. Ein einzig außergewöhnlich Sech, und dann weggegangen war, als wäre es der gewöhnlichste Moment seines Lebens. Hauptmann Wenzel fragte Ernst, bereit war, die Mensch anzusprechen. Ernst schüttelte den Kopf. Wollte keine Aufmerksamkeit. War nicht hierher gekommen für Aufmerksamkeit. War gekommen, weil Karen ihn gebeten hat, und hat den Schuss abgegeben, weil ein junger Soldat ein Wort verwendet hat, das Ernst sein ganzes Leben damit verbracht hat, zu widerlegen. Das war genig. Aber Wenzel fand einen Weg, den Moment zu ehren, ohne Ernst in ein Rampenlicht zu zwingen, das nicht wollte. Hob das Mikrofon und wandte sich selbst in die Mensch. Meine Damen und Herren, ich möchte einen Moment innehalten, den Herrn zu ehren, der gerade einen Schuss gemacht hat, den keiner von uns vergessen wird Bundeswehr im Ruf stand, 31 Jahre Dienst, Veteran von, leitender Ausbilder und der Träger des 22. Ist die einzige Person heute aktiv oder civil die ses Ziel getroffen hat. Die Mensch explodiert diesmal kein vereinzelter Applaus, sondern ein Donner. Soldaten und Zivilisten gleichermaßen klatschten, jubelten und pfiffen, ein Wand aus Klang, die über das Feld rollte und von den Betonbarrieren abprallt und in den Himmel trug. Ernst stand mitten darin mit den Händen in den Taschen und den Augen auf dem Boden. Und wenn man genau hinsah, wirklich genau, konnte man dieser Testspur von Flüchtigkeit in den Augenwinkeln sehen. Nicht wegen des Applauses, nicht wegen der Anerkennung, wegen der Erinnerungen, all der Erinnerungen. Jeds Gesicht, das je durch ein Zielfernrohr gesehen hat. Jeder Name in jedem Bericht, den je eingereicht hat. Jeder Soldat, den ausgebildet hat und der sicher nach Haus gekommen war, weil ihm beigebracht hat, wie man überlebt. Es kam als in diesem Moment zurück, getragen vom Klang fremder Menschen, die für einen alten Mann applaudierten, von dem sie 10 Minuten zuvor nicht gewusst hatten, dass existiert. Was als nächstes geschah, hat niemand geplant. Der Kasernerungskommander hat von der VIP-Section nahe der Hauptbühne aus Süd schaut.
SIE hat den Schuss gesehen. SIE hat Wenzels Ankündigung gehört, und SIE hat ein Telefonat geführt. Innerhalb eines Stunde war ein Dreien General namens, der im stationiert, und zufällig in der Region, für eine Konferenz war, auf dem Weg nach Augustdorf. General Hahn hat einen Grund zu kommen. 1993, also ein junger Hauptmann war, in den Straßen von Mogadischu festgeklebt drei seiner Männer verwundet und einem feindlichen Scharfschützen, der auf den Dächern arbeitet, war ein Schuss aus einer Richtung gekommen, da nicht sehen konnte. Ein einziger Schuss, der die Bedrohung bestätigt und sein Leben und das Leben seiner verwundeten Soldaten gerettet hat. Hat den Mann, der den Schuss abgegeben hat, nie getroffen. Der Nachgefechtsbericht hat den Scharfschützen nur durch seinen Rufnamen aufgeführt. 31 Jahre lang hat Hauptmann, gewandelte General Robert Hahn sen Rufnamen in seiner Erinnerung getragen, so wie manche Männer Gebiet tragen. Als General Hahn auf dem Feld ankam, klang die Gemeinschaftsveranstaltung ab. Stand wurden abgebaut. Familien luden Kinder in Autos. Aber ein Mensch verwelt noch in der Nähe des Schießstands, weil sich das Wort über die gesamte Kaserne verbreitet hat über das, was passiert war, und Soldaten kamen immer wieder, den alten Mann zu sehen, der das unmöglich Ziel getroffen hat. Ernst saß auf einem Klappstuhl neben der Schusslinie und sprach ließ Feldwebel Reiter, der die letzte Stunde damit verbracht hat, Ernst zu hören, worin diese Techniken und Prinzipien beschrieb, der Reiter in keinem formellen Training gehört hat. Ernst erklärt das Konzept des Maschinenlesens, die Idee, dass selbst ein randomisiertes mechanisches System physische Einschränkungen hat, die Mikromuster ersuchen, und dass ein geduldiger Schütze dies Muster ausnutzen konnte, wenn bereit war, lange genug zu warten. Reiter schrieb als auf der Rückseite eines Zustand-Wartungsguard auf. Das Fahrzeug von General Hahn fuhr hinter den Betonbarrieren war, und also in seiner Gala-Uniform drei Silbersternen auf jeder Schulter ausstieg, starten die Soldaten in der Umgebung in Hauptakt. Der General winkte SIE Rutjuk und ging direkt auf Ernst zu. Ernst sah kommen und stand langsam auf, so wie es sein Körper, jetzt von ihm verlangte ein Hand auf der Rückenlehne des Stuhls für das Gleichgewicht. Erkannte den General nicht. 31 Jahre war ein langer Zeit, und der junge Hauptmann, den in Mogadischu beschützt hat sich betrachtlich verändert. Aber General Hahn erkannte nicht sein Gesicht, seine Haltung. Die Art, wie Ernst selbst 75 Jahren eine still das stand, die meisten Menschen nahe erreichen. Der General blieb einen Meter entfernt stehen und so Ernst einem Blicken, der Jahrzehnte der Dankbarkeit enthielt, komprimiert in einem einzigen Moment. Sind SIE? Fragte. Ernst blinzelt. Hat diesen Rufnamen in über 20 Jahren nicht mehr gehört. Reichte durch die Jahre zurück und zog etwas höher, das tief vergraben hat. Und für einen Moment, nur einen Moment, stand Ernst nicht auf einem Feld in. War auf einem Dach in einer brennenden Stadt, der Sonne, die denlos herunterbrannte, und dem Geräusch von Schüssen, die von jeder Wand wiederholten, und der Stimme eines jungen Hauptmanns auf dem Funkgerät, der nach Unterstützung schrie. Ernst sah den General an. Das war sagte Vor langer Zeit. General Hahn streckte die Hand aus und ergriff Ernsts Hand. Kein Handschlag. Nahm die Hand des alten Mannes in beide seiner Hand und hielt SIE fest. SIE haben mein Leben gerettet, sagte Hahn. 3. Oktober 1993. Mogadischu. Mein Trupp wird auf der Straße nahe dem Olympischen Hotel in einen Hinterhalt gelockt. Hat drei Männer an 10. Ein feindlicher Scharfschütz hat uns von einem Gebäude 200 Meter östlich festgeklebt. Rief nach Unterstützung und bekam zu hören,
das keine verfügbar sei. Ich dacht, wir würden dort sterben. Und dann ein Schuss, ein einziger Schuss, und die Bedrohung war vorbei. Ich habe nie gewusst, wer ihn abgegeben hat. Der Bericht sagte nur, stills Wasser. Ich habe sie 31 Jahre lang gesucht. Die in der Nahe stehenden Soldaten horten Jeds Wort. Die Luftem sie hierum schien sich zu veranden, schwöre zu würden dem, gewickt eine Geschichte, die den schlimmsten Tag eins Jungen Hauptmanns dem stillen Nachmittag eins alten Mannes auf ein weißer Verband, die keiner von ihnen jemals erwartet hat. Ernst schwieg einen langen Moment. Dann sagte sie haben ihr Männer herausgebracht. Die nicht wegen, erwidert Hahn. Wegen eins einzigen Schusses. Ernst zog sein Hand sanft zurück. Ich habe meinen Job gemacht, sagte Das ist alles, was wir allgetan haben. Aber General Hahn schüttelte den Kopf. Nein, Herr Stabsfeld-Wiebel. Was sie an jenem Tag getan haben, war kein Job. Es war ein Geschenk. Sie haben mir 31 weitere Jahre geschenkt. Ich habe eine Frau. Ich habe Kinder. Ich habe Enkelkinder. Nichts davon existiert ohne sie. Machte ein Pause. Ich brauche sie, das zu hören. Ich brauche sie zu wissen, dass sie bei jedem Geburtstag, bei jedem Weihnachten, bei jedem ersten Schritt meiner Enkelkinder die wären. Sie haben all das möglich gemacht. Ernst weg nicht weil sich unwohl fühlte, sondern weil das Gefühl in seiner Brust zu groß für den Raum war, den es einnahm. Hat sich jahrzehntelang eingeredet, dass das, was tat, nur war notwendig wichtig aber. Hat sich nie erlaubt, die Flugbahn einer einzigen Kugel vorwärts durch die Zeit zu verfolgen und zu sehen, wo sie landet, nicht in Fleisch oder Stahl, sondern in den Leben, die deshalb weitergingen. Eine Frau. Kinder. Enkelkinder. Erster Schritt. Geburtstag. Weihnachtsmorgen. All das nachgelagert von einem einzigen Abzugsdrucken auf einem Tag in Somalia. August trat vor und gab bekannt, dass in Anerkennung seines Dienstes und seiner außerordentlichen Demonstration von Können als Gastausbilder für ein spezielles Schusswaffenpräzisionsklinik auf der Kaserne eingeladen werden wird. Die anwesenden Soldaten würden später erfahren, dass dies Klinik zu einer dauerhaften jährlichen Veranstaltung werden wird, die ausbezeichnet werden wird, und dass Ernst jedes Jahr nach zurückkehren wird, der nächsten Generation von Schützen die Dinge beizubringen, die kein Handbuch erfassen konnte die Dinge, die in der Stil, der Geduld, der Disziplin lebten, in dem Verständnis, dass ein Waff nur so präzis ist wie der Geist dahinter. Gefreite Torres war unter den ersten, die sich für die Klinik anmeldeten. Sollte zu einem der besten Wettkampfschützen der werden. Und wenn die Leute ihn fragten, wie es so gut geworden sei, sollte immer dieselbe Geschichte. Sollte ihnen von einem alten Mann in einer Dynamisjack, der an einem Samstagmorgen in ein Schussleine trat und etwas tat, das niemand für möglich gehalten hat. Und dann sagte Torres das, was Ernst zu ihm gesagt hat die Wort, die sein gesamtes Verständnis davon umstrukturiert hatten, was es bedeutet, soll das so sein. Ernst fuhr in jenem Abend nach Haus, als die Sonne hinter den Bäumen unterging und der Himmel die Farbe alten Kupfers annahm. Karen rief ihn auf dem Wegen, zu fragen, wie die Veranstaltung gewesen sei, und sagte, es sei gut gewesen, gut Menschen. Want den Schuss nicht. Want den General nicht. Want die 31 Jahre still nicht, die durch ein Frage gebrochen worden wären, die nie erwartet hat zu hören. Als nach Haus kam, setzte sich auf sein Veranda mit einer Tasse Kaffee,
die in seinen Händen kalt word, und beobachtet, wie die Stern einen nach dem anderen über den Bäumen auftauchten. Irgendwo auf diese Kasern soldeten noch immer über das, was sie gesehen hatten. Irgendwo im Verteidigungsministerium erzählt ein dreien General seiner Frau von dem Mann, der 3 Jahrzehnte zuvor sein Leben gerettet hat und nahem irgendetwas im Gegensatz gebeten hat. Und irgendwo auf der Heidkampfstraße saß ein alter Mann allein mit der stillen Gewissheit, dass die Fähigkeiten, die ein Leben lang geschafft hat, nicht stumpf geworden wären, dass die Disziplin, die durch Dschungel und Wüsten und Brennenstadt getrieben hat, noch immer in ihm war, stetig und sicher, wie ein Herzschlag, der niemals stoppt. Am nächsten Morgen ging Ernst auf seinen Dachboden, und auf nicht zum ersten Mal seit 15 Jahren die Fuskest. Drinnen waren sein Medaillen, sein Einheitsortierungen, sein alten Schießstandkarten mit handgeschriebenen Notizen in den Randen, und ein Foto seines Scharfschützentrupps in Somalia. Zwei junge Männer, die in die Sonne blinzelten, mit Staub im Gesicht und Gewehren über den Knien. Ernst hielt das Foto lange fest. Konnte jeden Mann darauf nennen. Wusste, wo jeder von ihnen jetzt war. Zwei waren gegangen. Einer saß in einem Rollstuhl in einem Veteranenkrankenhaus, und einer stand in seinem Dachboden, und hielt das Bild mit die Händen, die alter waren, aber nicht weniger beständig als an dem Tag, an dem es aufgenommen worden war. Brach die Fuskest nach Anten und stellte sie auf den Küchentisch. Als sein Enkelin an jenem Nachmittag für ihren regelmäßigen Sonntagsbesuch vorbeikom, fand sie ihn mit dem in Holt der Kiste vor sich auf dem Tisch sitzen. Sie hat nichts davon zuvor gesehen. Die Medaillen. Die Fotografien. Das Verblichen grün Barret. Die Erkennungsmarken, die noch seinen Namen und sein Blutgruppe und sein die Ernstvergabe trugen. Opa, sagte sie, die Augen weit aufgerissen. Was ist das als? Ernst so sie und die sie's 12-jährige Mädchen mit den Augen ihrer Mutter und dem storischen Kinn ihrer Großmutter, und erkannte etwas, das die Jahre, der still vor ihm verborgen gehalten hatten. Die Geschichten, die weggesperrt gehalten hat, gehorten nicht ihm allein. Sie gehorten den Soldaten, mit denen gedient hat, den Leben, die beschützt hat, dem Land, dem geschworen hat zu dienen, und diesem Mädchen, das ihm gegenüber saß und das verdiente zu wissen, wo sie herkam. Nicht die Gewalt, nicht die Dunkelheit, sondern den Mut, das Opfer, die Kameradschaft, die Idee, das gewöhnlich Menschen außergewöhnlich Dinge tun können, wenn sie sich etwas Größerem als sich selbst verpflichten. Setz dich, sagte Ernst. Ich möchte dir einig Dinge erzählen. Und zum ersten Mal seit über 20 Jahren begann Ernst Jagger zu sprechen. Erzählt Lena von dem Tag, an dem sich einschrieb. Von dem Antrophisier, der ihm sagte, würde zu nichts bringen, und dem Schießbilder, der ihm sagte, habe die ruhigsten Hand, die je gesehen hat. Von dem ersten Mal, dass durch ein Zielfernrohr so unterkannte, dass die Welt für ihn aus der Entfernung Mädchen ergab als aus der Nahe. Von Bosnien und Somalia und all den Orten dazwischen. Von den Männern, mit denen gedient hat, und den Männern, die verloren hat. Von dem Schuss in Mogadischu, den ein General 3 Jahrzehnte lang in seinem Hazen getrieben hat. Von einem beweglichen Ziel an einem Samstagmorgen und einem Wort namens unmöglich, das sich weigert zu akzeptieren. Lena hört jedem Wort zu. Sie unterbrach nicht. Sie so nicht auf ihr Handy. Sie saß mit den Händen in ihrem Schoß und den Augen auf dem Gesicht ihres Großvaters. Und als fertig war, sagte sie etwas,
das EHN zum ersten Mal seit langer Zeit lächeln ließ. Opa, sagte SIE, kannst du mir beibringen zu schießen? Ernst so SIEN. Ich kann dir beibringen, geduldig zu sein, sagte Das Schießen kommt danach. Die Geschichte von dem, was auf der Kaserne in Augusthof passiert war, verbreitet sich weit über die Kasernengrenzen hinaus. Ein Video, das von einem Zuschauer aufgenommen worden war und Ernsts Schuss von dem Moment zeigte, in dem das Gehob, bis zu dem Moment, in dem das Stahlseil auf seine Skin erschaut, wurde in der ersten Watch über 12 Millionen Mal in den sozialen Medien angesehen. Militarisch Nachrichten Agenturen schrieben Features. Lokalfernsehsender schickten Teams zur Heidkampfstraße, wo Ernst jeden Interview wunsch hoffliche Blenti, außer einem kurzen Gespräch mit einem Reporter der Kasenzeitung, der in der gedient hat und verstand, dass manche Geschichten ließ erzählt werden müssen. Der Artikel erschien unter einer Überschrift, die einfach sagte: Es war der meistgelesene Artikel in der Geschichte der Zeitung. Aber die Wirkung lag nicht in den Schlagzeilen oder den Aufrufen. Sie lag in der Veränderung, die von diesem einzigen Schuss ausging. Die Soldaten in Augusthof begannen, Ernst regelmäßig zu besuchen. Sie kamen zu seinem Haus auf der Heidkampfstraße, manchmal allein, manchmal in kleinen Gruppen, und sie saßen auf seiner Veranda und tranken Kaffee, der kalt wurde, und hörten einem Mann zu, der mehr über ihren Beruf wusste, als Jeds Lerbucken tholten konnte. Ernst lehrt sie über Windgehalt und Elevation und Abzugskontrolle, aber lehrt sie auch über Geduld und Bescheidenheit und das Gewicht der Verantwortung, die sie trugen. Lehrt sie, dass ein Krieger zu sein keine Frage der Aggression war. Es war ein Frage der Disziplin. Es ging darum zu wissen, wann man handelt und wann man wartet. Es ging darum zu verstehen, dass das Mächtigste, was ein Soldat tun kann, nicht das Abdrücken ist, sondern zu wissen die absolute Gewissheit, wann man abdrückt. Das Jalisch wird zu einer der gefragtesten Ausbildungsveranstaltungen in der gesamten Bundeswehr. Soldaten US-Einheiten im ganzen Land beworben sich am Platz, und die Wartelist wird jedes Jahr länger. Ernst leitet jede Sitzung persönlich, stand eine Tasse Kaffee in einer Hand und Jahrzehnten von Weisheit in der anderen und der Schusslinie, korrigiert Griff und justiert Atemtechniken und erinnert jeden Jungen Schützen daran, dass das wichtigste Ausrüstungsstück, das trug, nicht das Gewehr in seinen Händen war, sondern die Disziplin in seinem Geist. General Hahn, nun selbst im Rufstand, besucht jedes Seminar. Saß in der hinteren Reihe der Tribüne und schaut Ernst beim Unterrichten zu. Und manchmal, wenn das Licht auf bestimmtweise auf das Feld fiel und das Geräusch von kontrolliertem Schusswaffenfeuer über den Schießstand rollte, schloss Hahn die Augen und erinnert sich an ein Tag in Mogadischu. Erinnert sich an die Angst. Erinnert sich an die Gewissheit, das sterben wird. Und erinnert sich an den Klang eines Schusses, eines einzigen perfekten Schusses, der aus einer Richtung kam, die nicht sehen konnte, und wie in der darauf folgenden Stillverstand, das jemand, den nie treffen wird, ihm gerade den Rest seines Lebens geschenkt hat. Manchmal, nachdem das Seminar geendet hat und die Soldaten gegangen waren, saßen Hahn und Ernst zusammen auf Klappstühlen am Rand des Schießstands und schauten dem Sonnenuntergang zu, der den Himmel über Augusthof bemalt. Sie redeten nicht viel. Sie mussten es nicht. Sie waren zwei alte Männer, die jung gewesen waren an einem Ort, der versucht hat, sie zu töten. Und sie hatten überlebt füreinander. Und die Stil zwischen ihnen war nicht leer. Sie war das Wohlste, was einer von ihnen je gekannt hat. Ernst Jagger lebte den Rest seiner Jahre so, wie sie gelebt hat, still, zielgerichtet und eine Beständigkeit, die nie schwankte. Lehrt Lena zu schießen,
und sie entpuppt sich als echtes Nattertalent genau wie ihre Großväter, mit ruhigen Händen und geduldigen Augen und einer Weigerung, das wird unmöglich, zu akzeptieren, das in der Familie wie ein zweiter Herzschlag lief. Saß jeden Morgen auf seiner Veranda mit seinem Kaffee. Winkte den Nachbarn zu, die jetzt genau wussten, wer war und was getan hat. Und jeden Oktober vor nach Augustdorf, und standen der Schussleine und sagte der nächsten Generation, das können echtes können, das durch Jahrzehnte, der Disziplin, des Opfers und der still erworben Word nicht verblasst. Es schwindet nicht mit dem Alter. Es verschwindet nicht einfach, weil die Welt aufgehört hat, darauf zu achten. Es wartet wie ein Patron im Lauf stetig, geduldig und bereit für den Moment, in dem es am meisten gebraucht wird. Wenn dies Geschichte sie daran erinnert hat, dass die stillsten Menschen im Raum oft diejenigen sind, die am meisten getan haben, abonnieren sie diesen Kanal. Wir erzählen Geschichten über Männer und Frauen, deren Dienst sie geprägt hat, deren Bescheidenheit sie jedoch verborgen gehalten hat. Klicken sie auf Abonnieren, wenn sie glauben, dass echte Helden keinen Applaus verlangen. Sie Mädchen einfach die Arbeit und gehen dann.